Hallo und guten Morgen aus Bad Salzuflen. Mein Name ist Markus Walz und wir sind hier auf dem Stand von Walzwerk Motorcycles. Wie jedes Jahr haben wir unsere neuesten Bikes hier mit am Start. Und damit ihr mal einen Überblick bekommt, was wir dabei haben, machen wir jetzt mal einen kleinen Rundgang. Beginnen tun wir mit unserem Langzeitprojekt, intern auch Stricher genannt. Das ist eine R75-5. Die stand jetzt bei uns tatsächlich, vielleicht habt ihr es ja verfolgt in einem einen oder anderen Video, habt ihr sie ja im Hintergrund stehen sehen, stand die jetzt schon 7 Jahre auf der Hebebühne und immer wieder, wenn wir mal Zeit hatten, hatten wir uns um das Bike gekümmert und hatten es ein bisschen weiter aufgebaut. Und wie gesagt, jetzt kurz vor der Show wurde das Motorrad fertig und die steht hier. Wie gesagt, Basis ist eine R75-5, die komplett unrestauriert ist, also da ist alles... Also die Antriebseinheit, Rahmen, Schwinge und so weiter, ist alles noch in Originalzustand. Wurde auch nicht überholt oder revidiert. Die Köpfe wurden revidiert, das muss man vielleicht noch dazu sagen, aber der Rest ist alles, wie es war. Das Ding läuft einwandfrei. Und was wir gemacht haben, das komplette Fahrwerk, also Federbeine, Gabelfedern, Bremse und so weiter, haben wir alles ein bisschen abgedatet und abgegradet, sodass das ein vernünftig zu fahrendes Fahrzeug ist. Also das ist ein richtig cooles Oldschool-Bike, wie ich finde, und unterscheidet sich natürlich schon ordentlich im Vergleich zu unseren normalen Shizu-Bikes. Also das ist eine Neuheit, die wir jetzt hier mit am Start haben. Und dann das nächste krasse Kontrastprogramm ist dann die R12, aber die habt ihr sicherlich schon auf der einen oder anderen Vorstellung gesehen, die wir gemacht haben. Das Motorrad haben wir im Auftrag von BMW Deutschland gebaut und die nehmen wir jetzt auf alle Messen mit, beziehungsweise wird auf allen Messen zu sehen sein, auf denen auch BMW Motorrad Deutschland vertreten ist. Die Basis ist eine R12 gewesen, eigentlich ein Cruiser, und die haben wir jetzt komplett relativ aufwendig auf eine Scrambler umgebaut. Aber das Gute ist, das Bike gibt es tatsächlich so, wie ihr es seht, könnt ihr direkt bei uns so bestellen. Und umgebaut wurde an dem Fahrzeug, wie ihr seht, vor allem die Räder vorne und hinten, wurden Offroad-Räder verbaut. Die sind übrigens von der GS 1300, die Räder, also die Felgenringe. Die Narben sind noch die originalen R12-Narben. Wir haben hier einen speziellen Heckrahmen angefertigt. Bei dem Ausstellungsmotorrad haben wir offene Luftfilter verbaut. Normalerweise sitzt hier noch eine kleine schwarze Airbox, wenn es zulassungsfertig sein soll. Aber hier jetzt für die Ausstellung haben wir offene Luftfilter verbaut, das natürlich so nicht also in Deutschland zumindest nicht zulassungskonform ist. Natürlich noch die Auspuffanlage, unsere Signature-Auspuffanlage, kompletter Lenkerumbau. Vorne wurde es umgebaut, also Frontschutzblech, höheres Federbein hinten, progressive Fahrwerksfedern und hier noch ein paar gefräste Goodies wie Lenkergewichte, Abdeckungen für die Ausgleichsbehälter oder hier die Ventildecke. So, direkt daneben auch ein modernes Bike. Das ist eine R90 Neufahrzeug. Da haben wir jetzt schon einige gebaut, auch mit diesem modifizierten Monolever-Tank, sodass wir hier auf ein modernes Motorrad einen recht klassischen Look bekommen. Wenn ihr euch erinnert, die R90 hat ja einen relativ modernen, futuristischen Tank. Und hier haben wir jetzt einen klassischen Tank montiert bzw. adaptiert. Und ich finde, es steht im Motorrad perfekt. In dem Fall ist es eine Roadster mit modernen High-Performance-Reifen hinten und vorne und speziell eingespeichten Rädern, sodass man die Räder bzw. die Reifen auch schlauchlos fahren kann. Akrapovic-Auspuffanlage, Frästeile, unser Lenkerumbau, unser spezielles Heck hier mit einem kleinen Fender, geänderter Sitzbank und so weiter. Das gibt es ja demnächst alles bei uns im Online-Shop. Dann könnt ihr auch die Einzelteile separat erwerben, auch den Tank übrigens.
Und ja, das ist ein richtig spaßiges Motorrad. Da haben wir auch ordentlich Gewicht eingespart. Auch hier komplettes Fahrwerksupdate vorne und hinten. Und das Ding hat jetzt, glaube ich, um die 100 PS und fährt sich richtig agil und macht richtig Spaß. So, und hier haben wir unseren Line-Up. Wenn ihr mal so hoch schaut, von unseren, in Anführungszeichen, Production Bikes. Von den Motorrädern, so wie sie hier stehen, bauen wir ca. 80 Fahrzeuge pro Jahr. Bei den 7 Fahrzeugen, die jetzt hier stehen, da ist auch das ein oder andere spezielle Bike dabei, beziehungsweise neue Bike dabei. Hier ist ein, also die Info vorab, alle Fahrzeuge, die hier am Stand stehen, also alle Shizos, sind alles Pro-Fahrzeuge. Pro heißt, es ist immer die höchste Ausbaustufe, also kompletter Motor revidiert, komplettes Getriebe revidiert, kompletter Hinterachsantrieb revidiert. Natürlich neue Bremsen, neue Gabelinnereien, Federbeine abgegradet, also alles recht hochwertige Bauteile. Und an fast jedem Fahrzeug, das hier steht, haben wir auch die Del Orto Vergaser verbaut, anstatt der Bing Vergaser, weil die doch etwas komplikationsloser sind als die Bing Vergaser und zudem noch eine kleine Leistungssteigerung bieten. Ne? Ganz schön zu sehen, hier an dem Cafe Racer ist unser Vintage-Tank bzw. unsere Vintage-Lackierung, die ihr auch in unserem Online-Konfigurator auswählen könnt. So sieht die dann aus. Das ist jetzt die Basis von dem Tank ist jetzt praktisch eine abgeschliffene Oberfläche, aber die bieten wir auch in Weiß, Beige, Creme oder Silber an, also auch in verschiedenen anderen Farbtönen. Hier ist es jetzt ohne Farbe, nur mit den BMW M-Streifen. Das Motorrad daneben, das hatten wir ja kurz geteasert in einem vorhergehenden Video. Unsere Firma gibt es ja ab nächstes Jahr 35 Jahre und dazu haben wir jetzt ein spezielles UB-Bike gebaut. Das ist das Fahrzeug hier, das ist ein Bobber, ebenfalls mit 1000 Kubik Motor und so weiter, aber hat viele Upgrades, die es so an den meisten Fahrzeugen jetzt nicht gibt. Zum Beispiel der neue LED-Zusatzscheinwerfer hier. Oder, gut, das gibt es in den anderen Motorrädern auch als Upgrade, die 4-Kolben-Bremsanlage vorne, rechts und links, die aus dem mit vollen gefrästen Bremssätteln und schwimmenden, etwas größeren Bremsscheiben. Und natürlich das High-End-Federbein. Und jedes Fahrzeug ist limitiert. Und von diesem Fahrzeug, wie es hier jetzt abgebildet ist, oder wie ihr es hier jetzt seht, bauen wir 35 Fahrzeuge. Das ist die Nummer 1. Und wenn ich es recht verfolgt habe, sind die ersten 7 oder 8 Motorräder schon bestellt worden, nachdem wir das Fahrzeug angekündigt hatten. Also das ist ein spezielles Fahrzeug. Auch die Lackgebung hat einen historischen Hintergrund mit dem, das nennt sich Eisblau Metallic und mit den roten Zylinderköpfen. Aber dazu gehe ich in einem speziellen Video, das wir über das Fahrzeug machen, genauer ein. Das hier ist eine absolut zeitlose Shizo Roadster. Wie gesagt, auch in der Pro-Ausführung mit einem schönen Porsche Achat Grau Metallic und brauner Sitzbank und braunen Griffen. Auch 1000 Kubik Motor und wie gesagt, auch in der Pro-Ausführung mit allem Schnickschnack außer den Speichenrädern. Speichenräder hat das Motorrad daneben. Das ist eine Shizo Scrambler. Das Fahrzeug ist tatsächlich in originaler BMW-Farbe lackiert und zwar nennt sich das Nürburg Grün Metallic. Das ist eine Farbe aus den 70ern und war den Stricher-Modellen vorbehalten. Und wir haben jetzt einen Monolever-Tank damit lackiert und eine Scrambler draus gebaut. Ich finde auch recht zeitlos, recht klassisch. Das ist übrigens eines unserer Probefahrt-Motorräder. Wenn ihr bei uns Probefahrten bucht oder Probefahrten vereinbart, dann ist das ein Fahrzeug davon. Hier haben wir noch eine Bobber, die in die Schweiz geht. Das könnt ihr daran erkennen, dass an dem Fahrzeug keine
offenen Luftfilter verbaut sind. Hier wird die originale Airbox beibehalten. Das ist in der Schweiz nicht zulässig, beziehungsweise alle unsere Motorräder sind ja in der Schweiz homologiert. Also nicht nur die Motorräder, auch die ganzen Bauteile wie Sitzbänke, Sitze, Lenker, Auspuffanlagen und so weiter, Fußrastenanlagen. Aber es gibt in der Schweiz keine Homologation, wo sich die offenen Luftfilter legal fahren lassen. Deswegen, wenn wir Motorräder bauen mit einer originalen Airbox, dann sind es in der Regel immer Motorräder für die Schweiz. Ja, und das Motorrad hatten wir letztes Jahr tatsächlich auch hier dabei. Das ist unser Porsche 356 Bike. Ich selbst besitze einen Porsche 356 in derselben Farbe, ein unrestauriertes Originalfahrzeug. Und dazu passend hatten wir das Motorrad gebaut. Der Motor beispielsweise ist komplett revidiert, auch das Getriebe und das Hinterachsgetriebe. Es ist alles neu an dem Motorrad, aber die Oberflächen wurden belassen, wie sie waren. Das Motorrad hatte serienmäßig über 300.000 Kilometer. Und so hatten wir die Patina einfach beibehalten und fanden das eigentlich eine recht coole Idee. Kommt übrigens auch sehr gut an, das Motorrad. Und hier ebenfalls ein krasser, zeitloser Kaffee-Racer, wie es eigentlich zeitloser nicht geht. Die Farbe ist Porsche GT Silber. Die klassischste Farbe meines Erachtens überhaupt für Porsche oder auch für Motorräder, finde ich. Und an dem Fahrzeug ist eigentlich nur Schwarz und Silber. Grundsätzlich ist dazu zu sagen, dass alle Motorräder, bei allen Motorrädern nur der Tank lackiert ist. Das ist das einzigste Teil, das tatsächlich lackiert wurde. Alle anderen Bauteile wie Rahmen, Räder, Schutzbleche, Gabel und so weiter ist alles pulverbeschichtet. Das machen wir alles im Haus. Wir haben ja eine eigene Pulverbeschichterei. Und das gleiche gilt übrigens auch für den Motor, der thermobeschichtet ist. Es sind also nicht irgendwelche billigen Farben aus dem Bauhaus oder aus dem Baumarkt. Da haben wir uns speziell mit einem Farbhersteller zusammengetan, der uns diese leicht strukturierte Thermobeschichtung angefertigt hat, die wir mittlerweile ja auch über unseren Online-Shop frei verkäuflich anbieten. Das lässt sich ganz leicht verarbeiten, kommt in der Dose. Der Motor muss dafür nicht zerlegt werden, wenn man es nicht unbedingt möchte. Er muss fettfrei sein. Er muss auch nicht vorher gestrahlt werden. Es ist einfach wichtig, dass er trocken und fettfrei ist und dann lässt sich die Farbe einfach verarbeiten und ist extrem resistent. So, hier haben wir jetzt noch ein spezielles Fahrzeug, die weiße Maschine hier. Wann war's? Vor 2 Jahren hatten wir das 1000. Motorrad gebaut. Und als Anlass dazu hatten wir eine Kleinserie gefertigt von den Motorrädern. Das hier auf dem Banner ist das Originalfahrzeug. Das war tatsächlich die Nummer 1000. Die steht bei uns auch im Ausstellungsraum als unverkäufliches Ausstellungsstück. Und davon hatten wir eine Kleinserie gebaut von 32 Fahrzeugen. Und das ist eine der letzten, die jetzt fertig wurden. Das ist im Prinzip baugleich wie das Originalfahrzeug, aber eine andere Farbgebung. Die Räder sind anders beschichtet. Die Verkleidung vorne haben wir leicht geändert. Und andere Griffarmaturen sind da verbaut. Ansonsten ist das Fahrzeug 1:1 wie das ursprüngliche Originalfahrzeug. Die Kunden konnten da auswählen, konnten sich von der Farbe her und so weiter ihre eigenen Wünsche äußern, aber das Grundkonzept, das blieb da unverändert. Und hervorzuheben ist natürlich hier die Hinterachs-Kinematik bzw. das hintere Federbein ist hier direkt am Rahmen angelenkt und liegt quer zum Fahrzeug, was ein etwas progressiveres Ansprechverhalten verspricht. Also es fährt sich übrigens im Vergleich zu einer Monolever mit einem normalen Federbein ein Tick direkter, sage ich jetzt mal. Ne? An dem Fahrzeug ist übrigens auch alles komplett, was wir an Optionen bieten, auch die 4-Kolben-Bremsanlage. Der Motor hat anstatt
1000 Kubik, 1070 Kubik. Also auch viele spezielle Bauteile, die wir an dem Fahrzeug verwenden. Und das ist eines der letzten, die wir gefertigt haben. Die 32 Fahrzeuge sind übrigens ausverkauft. Die lassen sich nicht mehr bestellen, da bauen wir auch keine mehr davon. Alle Fahrzeuge haben übrigens in Kickergetriebe, dass man es zusätzlich noch ankicken kann. Ja, und das letzte Fahrzeug, was wir hier noch stehen haben, ist eine unserer R18. Ist auch ein Neufahrzeug. Das ist aktuell noch verfügbar. Also das wäre sofort verfügbar, wenn jemand Interesse daran hätte. Bei dem Bike handelt es sich als Basismodell um eine R18 First Edition. Da haben wir neben der auffälligen Lackierung haben wir auch die Option 7/19 Räder verbaut, hier in 19 und 16 Zoll. Also diesmal nicht auf 21 und 18 Zoll, sondern wie gesagt 16 und 19 Zoll, was der Originalbereifung bespricht, dass man es ein bisschen zierlicher behält, das Fahrzeug. Und natürlich mit unserem Bobber-Kit. Der Bobber-Kit beinhaltet bei der R18 die Bobber-Sitzbank, das Bobber-Schutzblech und die ganzen Rücklichtaufnahmen und so weiter. Natürlich unsere Auspuffanlage, unsere Signature-Auspuffanlage, wie man heutzutage so schön sagt. Und natürlich leichte Tieferlegung an der Gabel, leichte Tieferlegung hinten und natürlich noch die ganzen Gadgets wie die ganzen Fressteile, die wir hier machen. Das ist die R18 Nummer 19, das ist die 19. R18, die wir jetzt gebaut hatten. Und wie gesagt, das Fahrzeug steht bei uns im Showroom und ist auch sofort verfügbar. Wir haben noch, ich glaube, 2 oder 3 weitere R18 im Showroom stehen zum Anschauen. Jo, das war soweit hier von der Custom Bike. In einer Viertelstunde geht es hier los. Heute letzter Tag, Sonntag. Und ich muss sagen, Freitag und Samstag waren richtig voll, war richtig gut. Hatten richtig gute Gespräche und da freuen wir uns jetzt auf das, was jetzt noch kommt. In diesem Sinne, bleibt sauber. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Bis bald. Ciao.